Was hat ein Hefeweizenglas mit der menschlichen Persönlichkeit zu tun? Darum geht es hier in diesem Video der Business School für emotionale Kompetenz, der BSEC. Fangen wir oben an. Man sieht es noch ein bisschen, der Schaum, der schmilzt schon so ein bisschen vor sich hin. Der Schaum ist ein Bild für unsere äußeren Verhaltensweisen, also für das, was tatsächlich für andere sichtbar, spürbar und erlebbar ist. Beispiel, wenn jemand immer pünktlich oder hauptsächlich unpünktlich ist, auch das Gegenteil ist natürlich möglich, dann gehört das vom Bild her in den Bereich des Verhaltens, des Äußeren, des Schaums. Der gesamte große Bereich mit dem Bier darunter, der symbolisiert unsere Verhaltensmuster. Das lässt sich immer ganz gut in Sätze packen wie immer dann, wenn. Also immer dann, wenn ein bestimmter Kollege oder Kollegin in einem Meeting mich provoziert, dann lasse ich mich provozieren. Das mal als Beispiel. Ja, oder aber auch natürlich positiv, wenn jemand im Meeting fragt, machst du mit bei der Vorbereitung von Projekt XY? Bin ich geneigt zu sagen, mache ich. Und der dritte und letzte Teil, jetzt muss ich hier mein Glas ein bisschen liften, der ist als Symbol ganz unten zu finden, nämlich die Hefe, die sich im Laufe der Zeit und des Haltens von einem solchen schweren Hefeweizenglas absenkt. Ein Bild dafür, was sich in unserer menschlichen Persönlichkeit eigentlich nicht verändern lässt. Zum Beispiel alles, was mit Temperament zu tun hat oder mit den Genen im weitesten Sinne. Beispiel, alles, was unseren Biorhythmus betrifft. Ob ich eine Nachteule bin oder eine Lerche, das lässt sich kaum verändern oder nur ganz, ganz schwer und sollte gar nicht unser Ziel sein. Oder ob jemand introvertiert ist oder extrovertiert, gehört auch in diesen Bereich ganz unten der Hefe im Symbol gesprochen. Warum das Ganze? Naja, eventuell kann das hilfreich sein, darüber zu reflektieren, wenn ich mich mit den Gedanken plage, ob ich irgendwie mal ein Feedback gebe in Richtung Chef oder Kollegin oder Kollege, in welchem Bereich der menschlichen Persönlichkeit das Verhalten, was ich unter Umständen kritisieren will, fällt. Ob es wirklich etwas ist, was sich leicht verändern lässt, also oben auf dem Schaum schwimmt sozusagen das äußere Verhalten, ob es ein bisschen machbar ist bei den Verhaltensmustern, da braucht es schon ein bisschen mehr Energie und Anstrengung, oder ob wir am besten gleich die Finger davon lassen, weil es eigentlich um die sogenannte Hefe geht, im Bild gesprochen. Ich hoffe, dass das ein bisschen unterstützt beim Reflektieren im so wichtigen Thema der Zusammenarbeit mit Chef, mit Chefin, mit Kollegen und Kolleginnen. Und wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg beim Reflektieren. Vielleicht denkt ihr ab und zu jetzt auch beim Biertrinken an dieses Modell und ich hoffe auch mit einem gewissen Schmunzeln. Und weil wir uns immer noch im Monat Januar befinden, proste ich euch jetzt von Herzen gerne zu und wünsche euch noch immer ein ganz tolles neues Jahr mit vielen positiven Überraschungen, mit viel Erfolg und mit viel Freude. Zum Wohl!